Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, Womo Reisen für Holland. Uwe, mein Name ist Uwe. Heute wollen wir euch zwei spannende Gadgets zeigen, die euch das Reisen mit dem Wohnmobil noch viel smarter machen. Kabellos, kompakt und richtig clever. Wir testen heute für euch den Ottocast Otto Screen und den Ottocast Mini Cube. Das sind zwei Geräte, die euer Wohnmobil oder Auto ganz einfach noch viel smarter machen und natürlich viele, die noch kein CarPlay oder Android Auto haben, das Ganze umrüsten können. Wir haben das ja schon, das CarPlay hier verbaut. Wir zeigen euch den Einbau mal und die Funktionsweise in einem PKW, wo kein Apple CarPlay verbaut ist. Und dann zeigen wir euch das Ganze mal mit dem Cube Mini. Der funktioniert natürlich da, wo schon das CarPlay verbaut ist. Drahtloses Apple CarPlay und Android Auto. Schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Wir stellen euch heute diese Ottocast Produkte vor. Diese zwei, diesen Screen und einmal dieses kabellose. Das ist ja ein reiner Adapter und das ist ja das Display für viele PKWs, die kein Display verbaut haben. Hier bei dem kleinen Ottocast Cube haben wir jetzt hier eine Beschreibung. Das haben wir beim Lieferumfang bei dem Cube mit dabei. Hier, das wird ganz normal eingesteckt über USB und man hat natürlich hier nochmal einen Adapter mit dabei, USB auf USB-C. Der Ottocast Screen, den haben wir hier. Hier haben wir den Bildschirm, der im Fahrzeug verbaut wird. Also das ist schon groß, diese 9 Zoll. Wir haben hier hinten dran die Halterung. Dann haben wir hier die Kleber, das wird auf dem Armaturenbrett befestigt. Dann haben wir hier Ein- und Ausschalter und hier haben wir jetzt die Steckverbindung. Ich gehe mal bitte näher ran. Da sehen wir das. Klinkstecker zum Verbinden mit dem Autoradio zum Beispiel. Dann haben wir hier mit dabei die Beschreibung. Dann haben wir hier ein entsprechendes Kabel. Nur für den Zigarettenanzünder. Ist vielleicht ein Nachteil für diejenigen, die es fest verbauen wollen, dass hier kein Kabel mit dabei ist zur festen Installation. Und dann haben wir hier nochmal Klinkenstecker mit dabei für die Verbindung für das Autoradio. Das war es eigentlich schon gewesen und jetzt gehen wir mal zum Einbau. Da wir ja kein Fahrzeug haben, was kein CarPlay hat, haben wir uns Toni geholt. Toni kennt ihr ja. Hallo. Und Toni verbaut Ottocast Screen in seinem PKW. Er hat sich schon eine Stelle ausgesucht und zwar hier oben auf dem Armaturenbrett, so wie es in der Beschreibung beschrieben ist, baut er sich das mittig rein. Was haben wir hier für Auto? Wir haben hier einen... Das ist ein Ford Kuga, die erste Modellreihe quasi von den Fahrzeugen. Der MK1, ne? Der MK1, genau. 2 Liter Diesel. 2 Liter Diesel. Los geht's. Als erstes werden wir mal die Fläche desinfizieren. Ja, staub- und fettfrei, damit der 3M-Kleber dann eine ordentliche Haftung auch auf dem Armaturenbrett oben hat. Wie man es vielleicht ein bisschen sieht, ist das keine gerade Fläche, wie bei manchen anderen Fahrzeugen, sondern eher so ein bisschen perforiert. Die Halterung von dem Screen, den wir hier verbauen, so flexibles Gummi. Ja, lasst das ordentlich trocknen vorher. Also wie man sieht hier auch an den Rändern, das ist ja alles noch ein bisschen feucht. Wenn man das jetzt direkt drauf kleben würde, da wird's nicht halten, dann würde es natürlich nie halten. Ne? Man sieht, wie es jetzt so langsam wegtrocknet. Die Halterung, die können wir abmachen von dem Display. Oder noch unten. Zack. Genau. Ne, das ist die Nase, wo es einrastet. Genau, und hier haben wir... Ich will es mal zeigen, das ist hier Gummi. Das passt sich auch richtig an. Ich probiere es mal. Genau, hier sieht man ja, dass es dann hier hinten quasi in der Luft schweben würde, wenn das, wenn das starr wäre, ob das schön flexibel ist. Ja. Kann das sich so schön dem Armaturenbrett dann anpassen. Das ist wirklich gut. Ja. Das Anschlusskabel und in dem Stecker gibt er nochmal aus USB. Das Kabel ist lang genug. Also wie gesagt, wir haben vorher auch geguckt, wo wir das Kabel langlegen. Es ist zwar ein relativ langes Kabel, aber um die Position, die ihr euch vorher dann ausdenkt oder wo es hin soll bei euch im Auto oder im Wohnmobil, je nachdem, solltet ihr vielleicht vorher mal gucken, ob ihr dort mit der Länge vom Kabel überhaupt bis zum nächsten Zigarettenanzünder auch hinkommt. So, jetzt haben wir das abgemacht. 24 Stunden erstmal angedrückt lassen und jetzt kleben wir das schön mittig bei mir. Und wie Uwe schon gut sagte vorhin, lässt sich das schön an das Armaturenbrett anpassen durch den Gummifuß hier unten dran. So, für euch warten wir jetzt keine 24 Stunden. Den Screen, den hängen wir jetzt mal ran. Toni rastet das ein. Ja, also das wäre quasi meine Sichtfeld vom Fahrer. Mein Sichtfeld. Ne? Hier sieht man, dass man noch schön über die Motorhaube drüber gucken kann, wie es sonst auch war. Komm und steig ein, wir fahren los.
Einstellen geht relativ einfach, Uhrzeit auch. Wir haben jetzt die Helligkeit ein Stückchen höher gedreht. Bluetooth senden deaktiviert, Display Hintergrundhelligkeit. Also hier kann man eine ganze Menge einstellen. Ihr seht es auch. Die Rückwärtsfahreinstellungen, wenn ihr die Kamera dran habt. Dann haben wir die Apps. 32 GB Speicher. Toni hat jetzt Handy rausgeholt. Er macht jetzt Bluetooth. Jetzt müssen wir hier diesen Code koppeln. Ist hergestellt und jetzt verbinden mit CarPlay. Das geht ja relativ schnell. CarPlay ist verbunden. Der Ford Kuga, das Radio, was hier verbaut ist, hat ja Bluetooth. Wir verbinden das jetzt. Suchen. Das ist der hier, Ford Audio. Ford Audio. Bitte geben Sie nun die auf dem Radiodisplay angezeigte PIN in Ihr Mobiltelefon ein. Und da zeigt mein Autoradio jetzt an, dass es angemeldet ist. So, das ist jetzt normal CarPlay Display. Hier gehen wir zurück. Da haben wir hier Home, nennt sich das. Und da kommen wir dann in diesen Bildschirm von diesem Gerät rein, wo wir jetzt die ganzen Apps installiert haben. YouTube, Netflix, TikTok, WhatsApp geht auch. Man hört es auch laut. 350 Metern rechts auf den Parkplatz abbiegen. Wie gesagt, die Karteneinstellung könnt ihr ja selber wählen. Ihr könnt die Apple-Karten nehmen, ihr könnt Google Maps nehmen. Ihr könnt auch ein navigationseigenes App nehmen, also das liegt ihr euch ja frei. Das funktioniert bei CarPlay und Android Auto sowieso. Wir gehen mal auf YouTube. Womo Reisen, Viola und Uwe. Und jetzt sind wir hier auf unserem Kanal und jetzt starten wir mal ein Video. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, ganz einfach hier abonnieren. Unterstützt ihr uns. Und hier haben wir das aktuelle Video. Das machen wir mal an. So, und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert und ob der Ton kommt über das Radio. Komm, steig ein. Ja, Wir fahren los. es funktioniert. Also ihr habt natürlich hier auch die Kommentarfunktion mit dabei. Könnt ihr ausblenden. Und wir haben jetzt hier... Das ist ein bisschen eine dunkle Aufnahme, aber jetzt sieht man es. Genau. Was ich jetzt nicht weiß, Display einstellen, müssen wir noch mal gucken, ob das funktioniert. Aber wir haben jetzt YouTube laufen und es funktioniert. Aber glockenklar, ne? Also ihr seht das hier. Schönes Bild, also. Ne? Glockenklar. Wir haben hier 4K das Video. Wir machen alle Videos 4K, logischerweise, teilweise 8K. Schön scharf, ne? Muss ich auch sagen, selbst wenn du jetzt hier Fahrer bist, sollst du natürlich nicht auf den Display gucken, sondern den Straßenverkehr beobachten. Genau. Das Aber, jetzt nur vom Beifahrer. Genau. Gerade für Beifahrer oder wenn ihr Kinder hinten drin habt hier. Ist das ideal. YouTube haben wir probiert, Netflix. Genau, ihr seht es hier. Netflix kommt. Aufgeteilt, CarPlay, Android Auto etc. Kabellos übertragen. Das Handy ist nicht angeschlossen, das liegt hier. Was wir jetzt nochmal testen ist, wie lang dauert das, bis das Gerät verbunden ist. Hier haben wir jetzt ausgeschalten. So, jetzt kannst du dein Bluetooth wieder anmachen und dann schauen wir mal, wie schnell das hochfährt. Sofort da. Das ist gut. Sofort da. Telefon, ich rufe jetzt mal Toni an. Ja. Er hat es jetzt hier. Hier diesen Cube zeigen wir euch nochmal für Fahrzeuge, die jetzt ein Apple CarPlay schon verbaut haben, was aber vorwiegend drahtgebunden ist. Funktioniert diese drahtlose Funktion wie bei Toni oder funktioniert es nicht? Wir haben jetzt hier Apple CarPlay verbaut und bei uns ist das so im BKW, dass wir hier in der Mittelkonsole diesen Anschluss haben. Und da müssen wir das Ganze einstecken. Der ist ja wirklich nicht sehr groß, also das ist wirklich hier, ihr seht mein Finger einmal drüber, ein Finger breit. Wir haben hier USB. Wir haben diesen Autocast drinstecken. Wir schalten mal ein. Das dauert ein Stück. So, und jetzt zeigt er mir schon hier an, Apple CarPlay nutzen, iPhone etc. weiter, akzeptieren. Und jetzt zeigt er uns hier auf dem Display das Ganze an. Hier steht es jetzt hier unten und drücken auf Verbinden, koppeln, erlauben. So, jetzt dürfte es verbunden sein. Jawohl, es ist verbunden und ihr seht Bluetooth. Hier sehen wir es und hier haben wir jetzt die drahtlose Verbindung und wir haben jetzt ganz normal hier unser Apple CarPlay, Google Maps,
zeigt er mir wunderbar an. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, endlich kein Kabelsalat mehr im Wohnmobil. Ihr habt es gesehen, den Otto-Screen, ihr habt gesehen den Cube, ihr habt es gesehen beim Toni. Ihr könnt natürlich Netflix drüber schauen, ihr könnt die Apps installieren, Netflix, YouTube und wie das alles heißt. Das Navi läuft flüssig. Ottocars hat natürlich Erfahrungen, man sieht es auch hier in diesen zwei Produkten mit CarPlay und Android Auto. Ihr habt es natürlich auch gesehen. Ihr könnt verschiedene Apps installieren, das Navi-App, je nachdem, was ihr eins verwendet. Ihr könnt Spotify installieren, ihr könnt Google Maps installieren oder die Apple-Karten verwenden, die Navigation, Netflix. Ihr könnt Amazon Video installieren etc. Also das funktioniert alles super flüssig, auch die Verbindung jetzt mit den ganzen Musikkanälen. Wir haben ja das Radiomusikprogramm noch mitlaufen im Hintergrund im Wohnmobil. Also das funktioniert natürlich super, auch wenn ihr eine vernünftige Stereoanlage verbaut habt, wie wir das haben. Kommt natürlich der Ton hier richtig spannend rüber. Das haben wir euch ja schon mal gezeigt. Das Spannende an Ottocars ist natürlich der kleine Cube, der so klein ist. Wer jetzt schon ein CarPlay verbaut habt, steckt sich das einfach an. Die Verbindung ist flüssig, ihr steigt ein, ihr macht die Tür auf, die Verbindung ist flüssig, sofort startet das Gerät, stellt die Verbindung her, bis ihr das Fahrzeug gestartet habt, ist die Verbindung hergestellt. Wie gesagt, einfach einstecken und los. Ja, und wer das Streaming mag, kann das natürlich nutzen im Wohnmobil, Netflix, nicht während der Fahrt, auch nicht für Beifahrer oder Fahrer, das lenkt ab, das wissen wir ja. Wenn ihr im Wohnmobil sitzt abends, könnt ihr euch noch mal schön einen Netflix-Film reinziehen oder wenn ihr im Stau steht, wie auch immer. Natürlich gilt das Ganze für den PKW. Ja, liebe Wohnmobil- und Campingfreunde, wer Lust hat, diese Ottocars Sachen mal zu testen und auszuprobieren. Unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch einen Link dazu. Es gibt nochmal einen Rabattcode mit oben drauf, wenn ihr das möchtet, denn wir haben die Produkte von Ottocars zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Video. Da könnt ihr das Ganze gerne mal nutzen für euch und auch mal testen. Ist das was für euch? Erfüllt es eure Ansprüche? Wir haben die ganzen Vorteile hier mit aufgezeigt. Es gibt natürlich auch Nachteile. Was ich jetzt persönlich sehe, ist die Halterung im Fahrzeug. Das schauen wir mal, ob sich das Ganze bewährt, ob das so halten bleibt mit diesem M3-Kleber auf dem Armaturenbrett oder ob man da eine andere Vorrichtung sich einfallen lassen muss. Ansonsten funktioniert alles reibungslos. Ihr könnt überall zwei Geräte einbinden, das ist auch was Schönes. Ich habe über mein Telefon zum Beispiel die Navigation laufen und die Viola kann sich mit ihrem iPhone einbinden und kann zum Beispiel hier Musik abspielen oder Radiosender aussuchen, je nachdem. Das funktioniert natürlich super. Geht ihr raus aus dem System, verbindet sich Ottocars automatisch mit dem letzten Gerät, was verbunden ist, beziehungsweise was näher dran ist. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare, wer nutzt überhaupt CarPlay im Wohnmobil, mit welcher App, das würde uns mal interessieren. Nutzt ihr Google Maps, wie wir das die ganze Zeit machen? Wir sind über 3,5 Tonnen. Nutzt ihr das? Wir schauen natürlich nebenbei mit auf die Schilder. Oder habt ihr ein bestimmtes Navigations-App? Schreibt es ganz einfach mal unten in die Kommentare, wie ihr das nutzt, CarPlay im Wohnmobil. Denn das würde uns mal interessieren, welche Apps es da gibt, von kostenfrei bis bezahlte Apps. Wir bedanken uns, dass ihr das Video wieder geschaut habt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein Abo da lasst, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos von uns. Und natürlich auch freuen wir uns jedes Mal auf einen Daumen nach oben. Das war's gewesen. Vielen Dank. Bis dahin. Und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt schön gesund und munter. Bis dahin. Tschüss. Komm, steig ein, wir fahren los. Mit Viola und Uwe wird's famos. Die Welt entdecken, Freiheit pur. Womo reisen, unser Abend.